Sebastian erreiche ich nur die Mailbox. Lasst uns trotzdem anfangen. Ja. Elisabeth hat es ja schon angedeutet, es geht mal wieder um Ansgar. Oh nein, bitte nicht. Was hat er denn diesmal vor? Er erpresst mich. Um die Macht in der Holding zu bekommen, hat er mir einen Waffendeal angehängt. Wie das denn? Er hat mir eine Falle gestellt und ich bin drauf reingefallen. Die Unterschrift, mit der die Gelder angewiesen wurden, ist von mir. Und ich habe keine Möglichkeit zu beweisen, dass ich damit nichts zu tun habe. Jetzt reicht's aber. Wäre es nicht das Beste, die Polizei einzuschalten? Es hat keinen Sinn. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als Ansgar nachzugeben und ihm die Holding zu überschreiben. Was? Komm schon, Carla, das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaub's einfach nicht. Ansgar an der Spitze der Holding? Und was wird denn aus uns? Das war's dann wohl. Erst schmeißt uns Ansgar aus der Holding und dann aus dem Schloss. Ach, Quatsch. Selbst wenn er wollte, Wir haben hier alle lebenslanges Wohnrecht. Ja, so hat Johannes das in seinem Testament verfügt. Als ob er geahnt hätte, was auf uns zukommt. Im Gegensatz zu mir. Gott, ich will mir gar nicht vorstellen, was Ansgar mit der Firma macht. Was soll er schon groß machen? Wenn er einmal an der Spitze ist, hat er sein Ziel doch erreicht. Ach, sei doch nicht so naiv. Ist doch der Letzte, der zögern würde, die Firma in alle Einzelteile zu zerlegen, wenn er sich davon Gewinn verspricht. Und zwar so lange, bis nichts mehr übrig ist von Johannes' Lebenswerk. Das traust du ihm zu? Ansgar war kurz davor, Schloss Königsbrunn zu verkaufen. Ihm ging es immer nur um Geld und Macht. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass er sich die Holding unter den Nagel reißt. Zur Hölle mit Ansgar. Er ist doch wahr. Sag mal, Carla, wie konnte es eigentlich passieren, dass deine Unterschrift unter diese Geldanweisung gekommen ist? Ich habe für einen kurzen Augenblick nicht aufgepasst und dann war es schon passiert. Ansgar hat's drauf angelegt. Aber bitte tut mir einen Gefallen. Kein Wort zu niemandem. Auch nicht zu Luise und ihrer Sekretärin. Entschuldigt mich bitte. Die Ärmste. Sie macht sich selbst die meisten Vorwürfe. Es wird höchste Zeit, dass wir uns Ansgar vorknöpfen. Was hast du vor? Ich weiß es noch nicht. Aber der wird sich noch wundern. Carla ist deine eigene Schwester. Du kannst sie doch nicht einfach ins Gefängnis bringen. Das habe ich doch auch gar nicht vor. Ganz im Gegenteil. Niemand arbeitet intensiver daran, das zu verhindern, als Ganz ich. genau, indem du sie dazu zwingst, dir die Leitung der Holding zu übertragen. Schöne Form von Familiensinn. Also bitte, jetzt entdeck du doch nicht deinen Familiensinn. Jedenfalls weiß ich, was ich meiner Familie schuldig bin. Ach, na, da hilf mir doch mal auf die Sprünge. Was bist du denn der Familie schuldig? Zum Beispiel unsere Mutter gegen den Baum zu fahren? Du kleiner, mieser Dreckskerl. Das kannst auch nicht mal du witzig finden. Weißt du, was ich witzig finde? Ich finde es witzig, wie Elisabeth dieses Bauerntrampel hier die Dame des Hauses gibt. Und überhaupt dieser ganze armselige Haufen, den du Familie nennst, das finde ich witzig. Ganz vorsichtig, Ansgar. Du sprichst hier immerhin über die Frau, die Johannes geliebt hat. Ja, ich weiß. Unser Vater war nie sonderlich wählerisch bei seiner Vorlieben. Dieses ganze Geschwafel über sein Lebenswerk. Ihr werdet euch noch wundern, was aus der Holding in meinen Händen werden kann. Träum weiter, Ansgar. Du wirst nie an der Spitze der Holding stehen. Wir werden das verhindern. Ach ja? Wie denn? Da fällt dir nichts ein, was? Genau wie unserem Vater, aber das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Man habt euch ja sogar die Frauen geteilt. Miriam schlägt zurück. Sie wissen also Bescheid. Wie verzweifelt müssen die denn sein? Nicht zu pressen, mit ein bisschen mehr Gefühl. Also bitte, Tanja, seit wann stehst du denn auf Gefühl? Naja, ist die Vorfreude auf den Triumph etwa kein Gefühl? Tja, Wer war's denn? Elisabeth. Leo natürlich, wer sonst? Klar, wenn einem die Argumente ausgehen. Tja, die Nerven liegen blank. So viel ist sicher. Trotzdem hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ja, Tut's weh? schon gut, Tanja, es geht. War zu erwarten, dass sie schlecht verlieren können. Ja, trotzdem eigentlich schade, dass mein Ultimatum schon ausläuft.
Wieso das denn? Ich hätte die ganze Bagage gerne noch etwas zappeln lassen. Auch für ein zweites blaues Auge? Darauf würde ich es natürlich nicht nochmal ankommen lassen. Warum hast du mich nicht gerufen? Ich wollte nicht, dass jemand Leonard auffällt. Keine Sorge, ich hätte nur gerne zugeschaut. Ansgar wird nie aufhören mit seinen Intrigen. Erst, wenn er sein Ziel erreicht hat und die ganze Macht in seinen Händen liegt. Nicht gerade ein angenehmer Gedanke. Manchmal, wie schon mit dem Gedanken gespielt, das Feld zu räumen. Was du meinst? Carla soll ihm die Verantwortung überlassen? Wollt ihr ewig kämpfen? Er wird nicht aufhören. Aber ich werde nicht zulassen, dass Carla ins Gefängnis geht. Auf keinen Fall. Seid ihr euch sicher? Carla, selbst wenn du kein Kind hättest, das wäre keine Frage. Außerdem haben wir noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir könnten zum Beispiel Privatdetektive engagieren, bis wir irgendeine Schwachstelle gefunden haben. Ich danke euch. Und? Ja, seid euch endlich einig? Viel Zeit bleibt nicht mehr. Carla, wie schön. Und? Wie hast du dich entschieden? Glaubst du wirklich, ich würde mein Kind im Stich lassen und ins Gefängnis gehen? Natürlich nicht. Ich bin ja selbst Vater. Und da mich deine Entscheidung nicht überrascht, habe ich auch schon den entsprechenden Vertrag vorbereitet. Bringen wir es hinter uns. Immerhin, das hast du gelernt. Du musst dir natürlich um die Firma keine Sorgen machen. Die wird bald viel besser dastehen als jetzt. Vergiss es. Du kriegst die Holding nicht. Niemals. Schade. Ich hätte dich für vernünftiger gehalten. Ich lass mich nicht von dir erpressen. Erpressen? Ein kleiner Deal in der Familie. Ich leite die Holding, du hast endlich Zeit, dich um deine Tochter zu kümmern. Aber bitte, es ist deine Entscheidung. Ich will sie auch gar nicht weiter kommentieren. Um Sophia jedenfalls brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Tanja und ich, wir werden uns um sie kümmern. Vergiss während es, eher bringe ich dich um. Ach, übernimm dich mal nicht. Ich bin gerne bereit, dir noch eine zweite Chance zu geben. Und ich kann dir nur raten, diesmal einen kühlen Kopf zu bewahren. Chance. So ein Quatsch. Ich hab gar keine Chance, weil du mir keine lässt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast zwei ganz klare Alternativen. Vergiss es, Ansgar. Du wirst die Holding nicht leiten. Und weißt du auch warum? Nicht nur, weil ich es verhindern werde, sondern weil du es nicht kannst. Du hast was gemacht? Ich habe ihn zerrissen. Das war nicht geplant und es war auch kein heroischer Akt. Ich habe seine dumme, selbstgefällige Art einfach nicht mehr ertragen. Ja, das hast du richtig gemacht. Du hast Größe bewiesen und ihm die Stirn geboten. Das mag ja sein. Aber jetzt muss sie ins Gefängnis. Ja, Ansgar wird das natürlich nicht auf sich beruhen lassen. Aber erst einmal ist er überrumpelt. Damit hat er doch nicht gerechnet, oder? Er hat versucht, souverän zu wirken. Ihr hättet sein Gesicht sehen sollen. Du hast ihn provoziert. Jetzt wird er versuchen, die Daumenschrauben noch mehr anzuziehen. Soll er nur. Aber er hat doch Beweise, dir den Waffendeal zu unterstellen. Ansgar ist imstande, die komplette Firma zugrunde zu richten. Mitsamt der Menschen. Sollte ich das zulassen? Aber was ist mit Sophia? Ich werde eine Lösung finden. Ich muss. Du willst also weiterkämpfen. Ja.
Wir stehen hinter dir, Carla. Auf die Holding. Auf in den Kampf. Mal, wie kann man nur so bescheuert sein? Sie hätte den Vertrag unterschreiben müssen. Was kümmert's dich? Dann wandert Carla eben in den Knast. Was mich das kümmert? Unser ganzer Plan ist damit gescheitert. Das kümmert's mich. Ansgar, reg dich ab. Carla wird ins Gefängnis gehen und den Rest deiner blutleeren Sippe erledigen wir auch. Die lachen sich doch jetzt schon schlapp. Wenn Carla sich opfert, bleibt von dieser ganzen Geschichte nichts als ein kleiner Skandal. Wir bekommen weder die Kontrolle über das Schloss noch die Kontrolle über die Holding. Verdammter Mist, wir waren so kurz davor. Ich hab's einfach satt, noch länger zu warten. Kapierst du das nicht? Ich find's mutig von dir, was du gemacht hast. Ansgar ist ein Drecksack, von dem lassen wir uns nicht unterkriegen. Hoffentlich. Ich habe wieder und wieder darüber nachgedacht, was jetzt wohl passiert. Wir werden eine Lösung finden. Du gehst nicht ins Gefängnis, auf gar keinen Fall. Na, da bin ich aber mal gespannt, wie ihr das verhindern wollt. Carla, du hast ja entsetzliche Augenringe. Hast du nicht gut geschlafen? Jedenfalls solltest du das Frühstück nicht stehen lassen. Im Gefängnis fällt es nicht so üppig aus. Und? Hast du über deine Entscheidung noch mal nachgedacht? Ja, und so sehr ich mich auch bemüht habe, ich bin zu keinem anderen Ergebnis gekommen. Das ist aber schade. Du weißt, ich möchte dich nicht im Gefängnis sehen, aber es liegt natürlich einzig und allein an dir. Solange nur dein Plan nicht aufgeht, ist mir alles scheißegal! Fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben, fällt er in den Sumpf, dann macht er weiter. Mama. Ja. Mama. Ich wünschte, ich hätte auch jemanden, der mich auffängt. Ich werde immer bei dir sein. Egal, was passiert. Mama. Ich frage mich gerade, ob ich dabei bin, den größten Fehler meines Lebens zu machen. Du würdest es verstehen, nicht wahr? Und? Schläft Sophia? Ich habe noch mal über alles nachgedacht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das so nicht geht. Du darfst nicht ins Gefängnis und Sophia alleine lassen. Habe ich denn eine andere Wahl? Ja. Du wirst bei deinem Kind bleiben. Und das ohne Ansgar die Holding zu überschreiben. Und wie soll das gehen? Ich nehme die Schuld auf mich und gehe für dich ins Gefängnis. Danke für dein Angebot, aber ich kann es nicht annehmen. Warum nicht? Weil, was du für Sophia und mich tun willst, ist... Bitte, Carla. Elisabeth, ich kann nicht akzeptieren, dass mein Bruder wild um sich schlägt und ausgerechnet du deinen Kopf hinhältst. Warum nicht? Kannst du dir vorstellen, wie es im Gefängnis zugeht? Es ist für euch zu tun, das würde mir die nötige Kraft geben. Ich habe keine kleine Tochter, um die ich mich kümmern muss. Auf keinen Fall. Nein, Elisabeth. Überleg es dir, Carla. Es ist das kleinere Übel. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Ist es dir lieber, wenn Sophia ohne dich aufwächst? Natürlich nicht. Wir haben nichts gegen Ansgar in der Hand. Durch die Abgänge auf deinem Firmenkonto wirst du direkt mit dem Waffenhandel in Verbindung gebracht. Wir haben gar keine andere Chance. Es ist eine Sache zwischen Ansgar und mir. Ich habe verloren, also werde ich die Konsequenzen dafür tragen. Carla, du musst auf deinem Platz bleiben. Wegen der Holding, wegen deiner Tochter und wegen der Familie. Sonst sorgt nämlich Ansgar dafür, dass nichts mehr davon übrig bleibt. Egal, was passiert. Ich kann dein Angebot nicht annehmen. Was immer du willst, mach's kurz. Ich bin hier, weil ich dich um etwas bitten möchte. Ja, ich kann mir auch schon denken, worum.
Du möchtest, dass ich mein liebstes Schwesterlein verschone und vor dem Knast bewahre. Falls du einen Funken Anstand hast, dann wirst du genau das tun. Ich weiß, dass du in deinem Herzen kein schlechter Mensch bist. Wie lange hast du denn an dem Satz geübt? Ich habe dich mit Natalie gesehen, wie sehr du sie geliebt hast. Und wie sehr du deinen Sohn liebst. Familie bedeutet dir etwas, das kannst du nicht bestreiten. Wie hat Tanja das bloß geschafft, dich so sehr gegen deine eigene Schwester aufzubringen? Tanja hat damit gar nichts zu tun. Du weißt genau, was es für Carla bedeutet, wenn sie ins Gefängnis muss, während ihr Kind ohne sie aufwächst. Du hast das selbst schon erlebt. Es liegt doch einzig und allein an Carla, ob sie in den Knast geht oder nicht. Sie muss mir lediglich die Holding unterschreiben und der Fall ist erledigt. Nein, weißt du, Elisabeth, manchmal habe ich den Eindruck, ihre Tochter ist Carla gar nicht so wichtig, wie sie immer sagt. Glaub mir, ich bin es 1000-mal durchgegangen. Carla darf nicht ins Gefängnis. So steht... Was ist? Nichts. Wir besprechen gerade... Du planst immer noch für mich ins Gefängnis zu gehen. Johannes hätte alles dafür getan, dass Ansgar das Erbe nicht an sich reißt. Elisabeth, ich finde es wirklich selbstlos, was für ein Opfer du bringen willst. Aber ich lasse nicht zu, dass du dein Leben zerstörst. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Ich muss nach Zürich und da versuchen, was über das Nummernkonto rauszufinden. Und wie willst du das anstellen? Ich werde schon die richtigen Leute treffen. Jede Information hat ihren Preis. Aber wenn du nichts herausbekommst, dann musst du trotzdem ins Gefängnis. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Weil es Ansgar doch im Grunde gar nichts bringt. Was er will, ist die Macht in der Holding bekommen. Wenn ich jetzt aber Königsbrunn verlasse, dann irritiert ihn das vielleicht und er macht einen Fehler. Dein kleiner Trip in die Schweiz könnte von der Polizei genauso gut als Flucht- und Schuldeingeständnis gewertet werden. Das muss ich riskieren. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, so ist das eben manchmal. Ausgerechnet, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, ist kein Schlupfloch in der Nähe. Was willst du? Oh, ich wollte euch nur meinen Respekt zollen. Selbst so nach der schwärzesten Stunde habt ihr noch Überlebenswillen. Alle Achtung. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Ja. Oder vielleicht hast du es auch einfach noch nicht mitbekommen, Carla. Weißt du, Ansgar, auch wenn es dir nicht gefällt, noch glaube ich an Gerechtigkeit. Bewundernswert. Ich weiß gar nicht, warum du so schlechte Laune hast. Es läuft doch alles nach Plan. Bitte? Gar nichts läuft nach Plan, Tanja. Na, wenn Carla lieber in den Knast wandert, als dir ihre Firmenanteile zu überschreiben, machen wir deine Stiefmutter fertig. Das wird amüsant, ich verspreche dir. Ansgar, reiß dich zusammen. Wir werden den Laden übernehmen, ob deine Schwester will oder nicht. Tja, bin mir da gar nicht so sicher. Vielleicht habe ich Carla auch einfach unterschätzt. Vielleicht ist sie erzähler, als ich dachte. Du wirst doch nicht plötzlich anfangen, Carla ernst zu nehmen. Du musst doch zugeben, dass ihre Ansage ziemlich überraschend kam. Ich bin davon ausgegangen, dass sie für ihre Tochter alles tut. Und dass sie mir die Firma freiwillig überschreibt. Ja, das wird sie schon noch. Ach, und warum fährt sie dann seelenruhig weg und setzt uns Elisabeth vor die Nase? Dann müssen wir eben bei den Waffenhändlern Druck machen, damit die Gelder schneller auf ihr Konto fließen. Du wirst sehen, ihr wird der Optimismus vergehen. Anscheinend ist ihr nicht klar, wie ernst uns die Sache ist. Aber das wird sie sehr bald verstehen. Willst du nicht auch langsam Feierabend machen und mit mir nach Königsbrunn fahren? Ich habe noch so viel zu tun, ich muss nachkommen. Ja. Ich hole noch ein paar Sachen, wie du meinst. Elisabeth. Ja? Danke nochmal für dein Angebot. Es geht um dich und deine Tochter. Der Gedanke, dass sie ohne dich aufwachsen muss. Das wird sie nicht. Ich hoffe nur, dass deine Entscheidung, nach Zürich zu fahren, nicht überstürzt ist. Entweder wir handeln schnell oder überhaupt nicht.